Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind Anna und heute nehmen wir euch mit zu einem Offroad-Training. Das machen wir in Weeze. Weeze ist ca. 1,5 Autostunden von uns entfernt. Und wir sind schon ganz gespannt, was uns heute erwartet, denn es regnet ja schon seit Wochen. Wir haben das letztes Jahr schon gemacht, da hat es nicht geregnet, da war es relativ trocken. Und deswegen, ja, wir freuen uns auf eine Schlammschlacht. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Bevor es aber losging, hat Thierry die Trittbretter abgeschraubt, damit wir etwas mehr Bodenfreiheit haben und damit wir nicht auf irgendeiner Kuppe hängen bleiben, ja, und sie uns kaputt brechen. Dann liege ich schon wieder unterm Auto. Erst einmal haben wir uns alle angemeldet und alle ein Funkgerät erhalten und irgendwie unterschrieben, dass wir für nichts verantwortlich sind oder irgendwie so ähnlich. So, erstmal einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier in Weeze beim Offroad-Abenteuertag. Jörn erklärt uns hier erstmal ein paar grundlegende Dinge zum Offroad-Fahren. 1,8 gesagt, also auf 1,8. Überall zischt es schon. Während nun alle den Luftdruck ablassen oder lose Teile befestigen oder aber auch die Steckdose von der Anhängerkupplung abkleben, damit diese nicht verschlammt beim Offroadfahren, habe ich Zeit, mich ein wenig umzuschauen. Hier zum Beispiel diesen wunderbaren alten Hummer. Auch der Chef lässt natürlich seinen Luftdruck ab. Geht ihr angeln oder was habt ihr vor? Mein Trecker. Ja. Ob ihr angeln geht? Ja, auch. Abwarten. Geht gleich los. Wir freuen uns. Das Wetter ist spitze. Und wir haben schon gehört, dass es heute besonders schwierig sein soll. Ich freue mich. Es wird sehr schlammig. Wir werden sehen, was passiert. Wir sind sehr gespannt. Das ist schon ganz ordentlich für ein Offroad-Gelände. Es gibt ja nicht mehr so viele. Soweit ich weiß, ist das hier das einzige Offroad-Gelände in NRW, mal abgesehen von dem Ding in Wildbad, wo aber ja nur Land Rover quasi Werksgelände da sozusagen sind. Ansonsten sind die Offroad-Gelände werden immer weniger. So, wir fahren hier jetzt auf so ein Wasserloch zu. Erst einmal heißt es das Gelände erkunden und ja, wie ihr seht, es ist wirklich recht schlammig. Ist das Ding eigentlich eine Seilwinde zu kaufen? Das ist schon interessant zu fahren hier für die Einführungsrunde. Sehen tue ich jetzt mal gar nichts. So, brauchst du nicht. Das ist eine Frage. Und ansonsten ja, formt das Gelände wirklich nur die Autos und das Wetter. Ansonsten gar nicht. Weil hier auch über die Jahre so ein richtiger Urwald entstanden. Außer uns hier auch über das Verkehr. Hier kommt jetzt die erste kleine Herausforderung, nämlich die Schrägfahrt. Genau, schön langsam, nicht zu schnell. Genau so. Ja, sehr, sehr schön. Falcon oder wie der heißt. Also, Arm rein, Fenster hoch, Rückwärtsgang und Feuer. Lang hat es nicht gedauert
Und der erste hat sich im Schlamm festgefahren. Vorwärts, Gas! Finish! Ja, wer es verkackt hat, muss es auch rausholen, ne? Oder wie war das? Hier folgt jetzt Phase Nummer 1 der Bergung. Wir suchen nach Befestigungspunkten für das Seil. Ja. Wir essen zeitig. Scheiße, vorne am Softshake. Hier ist noch einer. Soft. Ach so. Hinter dem. Alles ist befestigt und der Chef wirft nochmal einen prüfenden Blick auf das Ganze und dann winscht er ihn raus. Wenn alles okay ist, dann hupt man zweimal, sodass der andere dann weiß, dass bei einem alles okay ist. Und wenn beide zweimal gehupt haben, dann kann es schon losgehen mit dem Rauswinschen. Wenn dann im Laufe der Bergungsaktion etwas nicht in Ordnung ist, dann hupt man einmal und dann weiß der andere Bescheid, dass man erstmal unterbricht. Wir haben euch hier die Szene in doppelter Geschwindigkeit abgespielt, damit das nicht ganz so lange dauert. Ja, und hier seht ihr einen weiteren Nachteil von Trittbrettern. Man sammelt den ganzen Schlamm ein. Das nächste Schlammloch wartet auf weitere Probanden. Ich würde sagen, blub blub, weg war er. Das Rauswinschen haben wir jetzt einfach mal übersprungen. Und hier probiert schon Thierry. Was jetzt folgt, ist der allererste Einsatz unserer Seilwinde. Hier wird kontrolliert, damit nicht zu viel von der Seilwinde abgewickelt wird, weil immer eine Lage drauf bleiben muss. So, da ist so ein Hebel hier, ne? Ja, hier ist so ein Hebel, den muss man querlegen. Und jetzt hat das Getriebe, mal abgesehen davon, dass hier so ein bisschen Verkabelung im Baum ist, hat das Getriebe, jetzt kann man den nicht mehr rausziehen. Okay, Und jetzt ist das Getriebe geschaltet. ich habe mir das gemerkt. Sehr gut. Nimmst du mir raus? Oh, na klar. Danke dir. Ja, wir beide, sieht aus hier wie beim... Du machst jetzt, du ziehst, und während du ziehst, zählst du im Kopf, ne? Winde, 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 Gasstoß. Runter vom Gas. Winde, 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 Gasstoß. Runter vom Gas. Auf der Winde bleibst du die ganze Zeit drauf. Okay. Genau. Runter vom Gas. Und Gas. Runter vom Gas. Und Gas. Und Gas. Das erste Mal erfolgreich rausgewinscht.
Jetzt wird das Seil wieder komplett rausgezogen, damit man es dann ganz ordentlich wieder aufwickeln kann, damit sich da nichts verklemmt oder verhakt. Achtung, nicht vergessen, den Hebel wieder umzulegen. Und jetzt, das heißt Winde rein. Jetzt zieht er, du kannst die Hände wieder weglegen, das zieht so lange, bis du das Fuß rein. Jetzt ziehst du die Schuhe sauber rechts links raus. Jetzt, wenn kurz vor Ende ist, dann zeigst du ihm den Haken, dann weiß er, da ist nicht mehr viel. Nee. Ach, da kommt er. Ja. Und jetzt kannst du ihn mal weiter. Das macht er schon langsamer, weil er weiß, es geht zu Ende. Das war's. Jeder seinen Hintermann im Blick. Sehr schön, vielen Dank. Ja, der letzte ist auch dran. Hier seht ihr jetzt die Schrägfahrt, die wir zu Anfang von außen gesehen haben, jetzt einmal von der Perspektive von innen. Ja, es ist schon relativ schräg, aber es ist tatsächlich so, wie der Jörn sagt, je öfter man das macht, desto mehr gewöhnt man sich dran. Und vor allen Dingen, wie er schon gesagt hat, da ist ja kein Abgrund auf der linken Seite, sondern da ist ein Hügel, was doch zur Beruhigung beiträgt. In der Mittagspause haben wir hier von diesem Imbisswagen ein leckeres Mittagsessen bekommen und dann nochmal schnell auf die Toilette. Die Mäuse haben auch noch etwas zu essen bekommen und zu trinken und dann geht's schon wieder ins Gelände. Ja Leute, nach der Mittagspause nehmen wir jetzt die Schräge von der anderen Seite. Das heißt, ich bin jetzt unten. Vorhin war ich oben. Wir sind von der anderen Seite gekommen. Sehen wir jetzt, wie sie sich schlagen und anschließend, wie wir uns schlagen. Beziehungsweise, ob ich nicht davor Angst schreien muss. Du bist jetzt unten, hast du kein Problem. Ja, Ich bin eben, jetzt deshalb oben. Ich Du bin bist jetzt oben. Ja, deswegen habe ich ja Angst. Ich bin ja unten. Ich sehe überhaupt nichts. Jetzt Also- wird es aber richtig schräg. Ich finde es oben schlimmer als unten, gebe ich ehrlich zu. Ja, meine Rede. Ja, du hast eben gesagt, du musst jetzt Angst haben. Nein, ich habe jetzt Angst. Oh, Achso. oh. Ja, das ist schon cool. Oder das andere. Ja, das ist ganz gut. Hoppala! Das ist nicht ungefährlich hier, das Filmen im Gelände, aber Thierry lässt sich natürlich dadurch nicht aus dem Takt bringen. Und? Wie gefällt's dir? Macht Spaß. Macht Spaß? Also das Auto überhaupt nicht mehr nutzbar. Selbst die Türgriffe, die sind schmutzig.
Eine kleine Stärkung zwischendurch. Dankeschön. Ein Himbeerkeks. Ihr wartet bestimmt schon ganz gespannt auf die GoPro-Aufnahmen da vorne. Da waren wir auch gespannt drauf und hatten uns schon sehr gefreut, aber leider sind die nichts geworden. Hier erklärt uns Jörn, dass man nicht einfach so über einen Hügel drüber brettert, ohne zu wissen, was dahinter ist, weil selbst wenn am Vortag noch alles in Ordnung war, kann es durchaus jetzt ganz anders aussehen. Hier zeigt uns der Chef nun persönlich, wie man diese etwas schwierigere Passage ganz locker und leicht nimmt. Beim Hummer merkt man jetzt hier, dass ihm die ganzen vielen kleinen elektronischen Helferlein fehlen. So, zweiter Anlauf. Thierry fährt eine andere Taktik. Er nimmt Anlauf, setzt alles ein, was er hat, und dann geht's mit viel Schwung nach oben. Das war wohl einfach. Hier versammelt sich die ganze Mannschaft. Es gibt die nächste Attraktion. Er hätte bei der Durchfahrt durch das Schlammloch die Räder gerade lassen sollen, das erklärt ihm Jörn auch. Aber ich kann euch sagen, das ist so schwer, die Räder gerade zu lassen bei der Durchfahrt im Schlammloch. Erstens weiß man am Ende gar nicht mehr, wo gerade ist, und zweitens verzieht es einem die Räder ständig. Also wer das noch nicht ausprobiert hat, sollte es mal ausprobieren. So, jetzt wird der Dicke rausgezogen. Schon wirklich erstaunlich, was man mit so einer Seilwinde alles machen kann. Letztendlich bin ich sehr froh, dass wir eine Seilwinde eingebaut haben. Und er lässt es sich nicht nehmen, einen zweiten Versuch zu starten, durch das Schlammloch zu... Okay, doch nicht zu, sondern wieder stecken zu bleiben. Und hier hat sich der Chef persönlich mal festgefahren. Ja, ich gebe zu, er hat die Vorhut gemacht und hat dann festgestellt, die Passage ist überhaupt nicht befahrbar derzeit.
Das zeigen wir euch auch wieder in zweifacher Geschwindigkeit, damit das nicht allzu lange dauert. Aber ich denke, es ist schon recht spannend zu sehen, wie man schafft, sich da selber rauszuwinschen, wenn man sieht, wie viel Schlamm er da wirklich an den Vorder- und Hinterreifen vor sich herschiebt. Das ist Wahnsinn, was die Seilwinde alles schafft. Zwischendurch musste auch der Baum gewechselt werden, weil erstens der Winkel nicht mehr gestimmt hatte und zweitens hat er sich bemerkbar gemacht, er knackte etwas. Und hier sieht man nochmal, durch welchen Schlamm er sich da selber durchgezogen hat. Wirklich sehr erstaunlich. Und was soll ich sagen, kaum ein paar Meter weiter hat sich der nächste wieder festgefahren. Er hängt diesmal auf einer Kuppe. Aber die Rettung naht schon. Da Thierry das nächste Fahrzeug hinter ihm ist, freut er sich schon auf den zweiten Einsatz unserer Seilwinde. Inzwischen sind wir ja schon fast Profis. Wir wissen, wir müssen die Seilwinde freigeben und dann geht's schon raus mit der Seilwinde. Da er wirklich nur ganz leicht auf dem Hügel aufsitzt und der Winkel auch stimmt, wird es einfach nur über die Anhängerkupplung gehängt. Sicherheitshalber hätte man hier noch einen Omega-Schäkel drauf machen müssen, damit er nicht wegrutscht. Dies ist eine der anderen Gruppen, die hier heute noch im Gelände fahren. Und ja, also ich glaube, die hatten überhaupt noch gar keinen Spaß, weil die sehen ja noch total sauber aus. Licht an! Das sieht doch sonst scheiße aus. So. Aber anscheißen beim Vorbeifahren, ne? Nicht genau. Nur am Bund. Der Anschluss lauert überall. Ja, er musste noch einmal zurückfahren und nochmal mit Licht vorbeifahren. Sieht ja sonst wirklich nicht gut aus. Die Geräusche erinnern mich doch eher an Wahlgesänge als an ein Offroad-Fahrzeug. Genau hinsehen, hier wird ein Haufen gelegt. Zum Abschluss gibt es noch nette Gespräche, Erfahrungen und auch Telefonnummern werden ausgetauscht. Das nenne ich doch mal vorbildlich. So muss ein Offroad-Fahrzeug aussehen. Thierry pumpt noch die Reifen wieder auf den normalen Luftdruck und dann geht's leider schon wieder in Richtung Heimat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben.
Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.